Hast du das Work-and-Holiday-Visa für Kanada und bald deine Einreise vor dir? Hast du Angst vor der Einreise und fragst dich, ob du alles dafür hast? Fragst du dich auch, wie die Einreise abläuft, von Check-in in deinem Land zu Einreise in Kanada? Dann ist das genau das Video für dich. Wir zeigen dir, was du alles brauchst und wie es bei uns alles abgelaufen ist. Ja, wir springen jetzt aber erstmal zurück auf die Zeit vorm Flug. Nein! Und zwar auf so circa eine Woche vor dem Flug. Und wir sagen euch jetzt, was ihr vor eurer Einreise ausdrucken müsst und dabei haben solltet. Ich zähle jetzt noch mal kurz auf, was wir alles dabei ausgedruckt hatten. Erstens, der allerwichtigste Zettel war der POE-Letter. Das war quasi damals die Genehmigung für euer Visa, wo ihr bekommen habt. Dann die Versicherung, der Nachweis für eure Auslandsversicherung. Den müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen, ausgedruckt. Muss auch auf jeden Fall über ein Jahr gültig sein. Wenn es nur ein halbes Jahr gültig ist, eure Versicherung, kann es sein, dass ihr euer Visa nur für ein halbes Jahr ausgestellt bekommt. Kommt natürlich darauf an, wie lange ihr bleiben wollt. Macht am besten für ein länger als ein Jahr. Dann seid ihr sicher, dann bekommt ihr euer Visa für ein Jahr und dann seid ihr auch flexibler. Habt das Family-Formular, habt ihr auch eingereicht. Dann euer Führungszeugnis. Dann haben wir noch unsere Lebensläufe ausgedruckt, sicherheitshalber, weil man den auch einreichen muss. Da sind wir uns nicht ganz so sicher, ob man den braucht. Aber wir haben ihn trotzdem dabei gehabt. Und ein Nachweis von eurem Kontostand. Kanada, je nachdem, wissen will, wie viel Geld ihr habt, um dort überhaupt leben zu können. Und wenn ihr keinen Rückflug habt, dann noch genug Geld habt, um euch überhaupt den Rückflug leisten zu können. Ich habe mal gehört, ohne Rückflug soll man mindestens 5.000 Euro haben, mit Rückflug 2.500 auf dem Konto bei der Einreise. Also 3 Tage bevor ihr dann ins Flugzeug steigt, ladet ihr euch die App ArriveCan runter. Hinterlegt dort eure ganzen Daten und beantwortet noch ein paar Fragen für die kanadische Regierung, damit, wenn ihr dann in Kanada ankommt, müsst ihr zu einem Automat gehen und dieser hat dann durch euren Pass diese Fragen und diese Daten schon drinne und somit könnt ihr schneller zur nächsten Station dann im Flughafen weitergehen. Nachdem ihr dann alles ausgedruckt habt, die App aktiviert habt, dann ist der große Tag gekommen und ihr geht zu eurem Flug. Wenn ihr dann dort eincheckt, wird die nette Dame dann von euch euer ESTA verlangen, euer ETA oder euer Visa. Die wird euch fragen, was ihr habt und wie ihr einreisen möchtet. Dort müsst ihr dann zum ersten Mal euer POE-Letter zeigen. Und ihr bekommt dann einen Aufkleber auf euren Reisepass drauf, damit die, wo ich ins Flugzeug reinlassen, Bescheid wissen, dass ihr dieses ETA habt und einreisen dürft. Und dann kommt der Flug. Und dann hoffen wir mal, ihr seid gut gelandet, aus dem Flugzeug raus. Und dort haben dann schon nach paar Meter Mitarbeiter gewartet und haben dann schon alle durchgefragt, wer einen Anschluss hat oder wer hier bleibt. Wir haben dann gleich gesagt, dass wir einen Anschlussflug haben nach Toronto und haben dann auch gleich erwähnt, dass wir keinen Boarding-Pass haben für den nächsten Flug und wurde dann direkt an eine Dame weitergeleitet, wo dann auch schon eine längere Schlange war. Freust dich? Jetzt noch nicht, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ja. Wir stehen jetzt hier und haben unseren zweiten Boarding-Pass nicht, also für unseren Weiterflug und müssen jetzt praktisch einen zweiten Boarding-Pass holen. Wir wissen jetzt nicht, ob wir hier das Visa weiter also starten sollen oder in Toronto oder wo immer. Ja, wir sind gerade komplett lost, aber Ja. wir werden es sehen. Also, nachdem dass wir unsere Bordkarten dann erhalten haben für den Anschlussflug, sind wir dann zu diesem Automat von ArriveCan, also der, wo diese Daten schon hat. Bei mir hat sofort funktioniert, als ich meinen Reisepass gescannt habe, dass der alle Daten hatte. Bei Selina war das nicht der Fall. Da wollte der Automat erst den Pass von ihr nicht. Dann musste sie nochmal scannen.
dann hat er ihn genommen, aber die Daten waren nicht da. Somit musste Selina dann nochmal diese Fragen und Daten nochmal eingeben, aber es hat dann danach auch funktioniert. Und es waren eben nur 5 Minuten, wo es dann länger gedauert hat und wir dann diese Zettel bekommen haben. Und dann weiter sind zum ersten Zollbeamten von Kanada, der dann wiederum diese Papiere, die euch der Automat ausdruckt, überprüft und eure Pässe nochmal überprüft und euch dann gegebenenfalls weiterschickt zur Immigration 1 oder 2. Genau, der sagt euch dann, wo ihr lang müsst. Alles ist aber top ausgeschildert und Personal steht auch überall rum, gell? Also das ist ganz einfach. Easy going. Dann sind wir einfach den Weg nach und sind zur Immigration 2. Gleich am Anfang von diesem Wartebereich steht dann auch schon ein Automat, wo ihr dann eine Nummer zieht und euch dann schön brav einfach da reinsetzt und quasi wartet, bis ihr aufgerufen werdet. Wie beim Arbeitsamt in Deutschland. Wer schon mal dort war. Ja, genau. Und nach einer halben Stunde, Dreiviertelstunde wurden wir dann zum Glück schon aufgerufen von einer netten Frau. Die hat uns dann zu sich hergeholt und hat dann gefragt, was los ist. Und dann haben wir gesagt, ja, dass wir unser Work-and-Holiday-Visa haben und halt damit einreisen wolle. Und dann hat sie uns gleich nach unsere Pässe gefragt und nach unserer Auslandskrankenversicherung. Die haben wir dann auch gezeigt und mehr mussten wir dann doch nicht zeigen, ne? Wenn ihr die Flüge bucht, falls ihr nur einen Flug habt und nicht so wie wir 2 Flüge, also zum Umsteigen, bitte plant genügend Zeit ein. Also wir hatten zum Glück 5 Stunden und sind froh drum. Ja, wir haben insgesamt 2 Stunden gebraucht. Von der Landung, bis wir dann mit unserem Visa rausgelaufen sind aus dem Flughafen. Ganz, ganz wichtig, schaut drauf, dass alles stimmt auf dem Visa, wenn ihr es bekommt. Und dann habt ihr es in der Hand. So wie wir! So sieht es aus. Und seid bereit für Kanada. Ja, falls ihr Fragen habt oder irgendwelche Anregungen, gerne damit in die Kommentare. Wir beantworten sie gerne. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen die Angst genommen und die Aufregung genommen, wie das abläuft. Wir waren genauso aufgeregt und geben euch ein bisschen Sicherheit hoffentlich mit diesem Video. Und in diesem Falle sehen wir uns Im nächsten Video. wenn ihr wollt, im nächsten Video. Tschüssli. Ciao, ciao. Er hat gesagt, ich soll Test sagen. Ich mach Satz für Satz und wir schneiden es dann zusammen. Ja. Wie das. Ja, warte mal dann. Okay, nochmal nein. Nein.